Sprache des heutigen Podiums. Eigentlich haben wir Deutsch als Podiumssprache. Jetzt müssen wir aber kurz Sie fragen, wäre es okay, wenn Sie für Herrn Dolkun Isa, wenn Sie seinen Beitrag in Englisch anhören? Jetzt, wenn jemand gar nicht Englisch versteht, könnten wir anbieten, so eine Flüsterübersetzung, Englisch-Deutsch, irgendwie in einer Ecke. Wenn jemand das möchte, bitte Hand hoch. Also Englisch-Deutsch, Flüsterübersetzung. Ist nicht notwendig, dann dürft ihr so sitzen bleiben, wie ihr jetzt sitzt. Wir sind sehr erfreut über die große Anzahl. Wir sind auch etwas überrumpelt, aber ich glaube, die meisten haben irgendeinen Sitzplatz gefunden und sonst gibt es noch den Ständerat, so in den Ecken. Ich heiße Sie alle zum heutigen Podium herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Büchli, ich bin Präsident der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft. Die GSTF, wie sie kurz heißt, unterstützt die Tibeterinnen und Tibeter im gewaltlosen Kampf um historische Gerechtigkeit, ein selbstbestimmtes Leben in einem eigenständigen Tibet. Zusammen mit anderen Tibet-Organisationen und weiteren Organisationen, die gemäß unseren Zielsetzungen aktiv sind, versuchen wir die Kräfte unserer Anliegen zu bündeln. So haben wir uns schon vor Jahren und dann intensiv letztes Jahr mit der Gesellschaft für bedrohte Völker, der Tibetergemeinschaft Schweiz und Liechtenstein, dem Verein Tibeterjugend in Europa und der tibetischen Frauenorganisation in einer Kampagne für Gerechtigkeit und gegen zunehmende Einflussnahme Chinas auch in der Schweiz zusammengefunden. Als dann Anfang 2019 Kai Strittmatter sein Buch Die Neuerfindung der Diktatur publizierte und Janschen Büchli ihn an einem Gespräch zum Thema in Zürich für die Teilnahme an einer Veranstaltung mit der GSTF gewinnen konnte, war der Grundstein für dieses heutige Podium gelegt. Und so freue ich mich sehr, Sie alle, liebe Bekannte und mir noch unbekannte Freunde der tibetischen und der uigurischen Menschen im Exil, aber besonders auch von allen, die in den von China harmlos Bildungszentren genannten Konzentrationslagern ihre Freiheit beraubt sind, herzlich willkommen zu heißen. Namentlich möchte ich die Podiumsteilnehmer Kai Strittmatter, Dolkun Isa ohne Übersetzer, ich habe mir da den Übersetzer aufgeschrieben, Gesem Jansen, dann Pascal Ubatka und Fabian Molina und im Publikum den Vertreter seiner Heiligkeit, des Dalai Lamas, Jigme Rinzela, Nationalrätin Rosmarie Quadranti, den Präsidenten der Tibetergemeinschaft Schweiz-Liechtenstein und Liechtenstein Norbert Sander, den Exilparlamentarier Chapa Sandola, die Präsidenten und Co-Präsidenten und Vizepräsidentinnen und Präsidenten der Tibet-Organisationen und die Vertretungen der Medien zu begrüßen. Unser Thema wurde seit Monaten in den Medien immer prominenter beleuchtet. Die Zivilgesellschaft in der Schweiz ist sehr aufmerksam geworden. China Cables wird weitere grausame Details aus dem chinesischen Gulag in den besetzten Gebieten Chinas veröffentlichen.
Wir von der Gesellschaft für bedrohte Völker, der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft und den tibetischen Organisationen verlangen von unserer Regierung dringlich, China gegenüber endlich die Samthandschuhe auszuziehen und Klartext bezüglich der Menschenrechtsverletzungen zu sprechen. Wir wollen, dass statt dem unendlichen bilateralen Menschenrechtsdialog vermehrt multilaterale Vorgehensweise der Schweizer Politik gegenüber der chinesischen Machtpolitik gewählt wird. Xi Jinpings zerquetschten Körper und zerschlagene Knochenpolitik muss vehement entgegengetreten werden. Die Zeiten des Kotaus sind endgültig vorbei. Nur noch etwas Organisatorisches. Fotografinnen und Filmer, bitte einfach Richtung Podium fotografieren und filmen und nicht ins Publikum. Aus Diskretionsgründen, Sie werden verstehen, was ich meine. Nun übergebe ich an Angela Mackli, Kampagnenleiterin der Gesellschaft für bedrohte Völker in Bern, die das heutige Podium moderieren wird. Bitte, Angela. Vielen Dank, Thomas. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, findet dieses Podium heute statt. Es ist das richtige Podium zur richtigen Zeit. Und ja, die Befürchtungen, die wir leider schon lange geäußert haben, haben sich diese Woche auch wieder bewahrheitet. Und darum freut es mich besonders, dürfen wir dieses Podium heute an diesem November zusammen führen und darüber sprechen, was uns alle beschäftigt. Das ist China, das sind Minderheiten, das sind Menschenrechte. Und über das möchte ich gerne heute sprechen mit Kai Strittmatter, mit Pascal Hubatka, mit Tolkun Isa, mit Kelzang Jalzen und mit Fabian Molina. Meine Herren, ich bin hier die einzige Frau, wie ich wieder mal feststelle, aber nichtsdestotrotz, ich habe ja das Mikrofon immer noch in den Haaren. Ja, wir beginnen gerade und gehen in die Debatte. Und zwar, Kai Strittmatter, du beobachtest die Situation in China schon seit Jahrzehnten und hast auch schon immer wieder sich kritisch gegenüber der gegenwärtigen Regierung geäußert. Auch in deinem Buch beschreibst du auch, was seit 2013 jetzt anders ist. Die Schweiz hat genau seit 2013 ein Freihandelsabkommen mit China. Wie hat sich jetzt China in den letzten 5-6 Jahren mit Xi Jinping verändert? Was sind so die wichtigsten Punkte, die du da verortest? So, hören Sie mich? Ja, das funktioniert. Ja, es soll über Menschenrechte gesprochen werden heute Abend, aber ich möchte fast lieber über das System sprechen, Systemanalyse. Es ist nämlich wirklich verrückt, was passiert ist in China in den letzten 6 Jahren. Ja. Wir hätten das alle nicht gedacht. Ja. Also ich beschäftige mich mit China den Großteil meines Lebens, seit mehr als 30 Jahren. Ich bin Sinologe, ich bin da als Student das erste Mal hin, habe zweimal als Journalist da gearbeitet und als Xi Jinping an die Macht kam 2012, Ende 2012, hätte wirklich keiner von uns, aber auch keiner meiner chinesischen Freunde, auch keiner meiner Interviewpartner damals an der chinesischen für möglich gehalten, was dann passiert in diesen 6 Jahren. Dass nämlich tatsächlich dieses China, das wir so kennengelernt haben, all die Jahre und Jahrzehnte, das China, mit dem das mich mein ganzes Leben lang begleitet hat und wahrscheinlich auch viele von Ihnen, nämlich dieses China von Deng Xiaoping, Reform und Öffnung, ja, das China, das uns damals so neugierig gemacht hat und das selber auch neugierig war auf die Welt, dass dieses China plötzlich sich in etwas völlig Neues verwandelt. Ja. Und wirklich, da entsteht gerade ein Staat und ein Apparat, den die Welt so noch nicht gesehen hat. Und das war für mich der Grund, dieses Buch zu schreiben, auch weil ich das Gefühl hatte, die Leute haben es immer noch nicht kapiert und sie dämmern so ein bisschen vor sich hin. Also ich dachte immer so an meine Münchner Freunde, ja, ich komme da eben aus dem Münchner Umfeld mit der Süddeutschen Zeitung und so, habe da studiert, habe gemerkt, die blicken überhaupt nicht, was hier los ist und habe dann eben versucht, das alles aufzuschreiben und habe angefangen mit den klassischen Mechanismen der Diktatur, wie funktioniert Diktatur und wollte ihnen sagen, guck
so repressiv wie unter Mao. Ja. Also unter Mao da sind 40, 50 Millionen Menschen gestorben. Also so weit sind wir noch nicht. Aber seit Mao hat keiner mehr das gemacht, was er gemacht hat. Er hat all das, was Deng Xiaoping eigentlich Gutes dem Land getan hat, ja, die Dezentralisierung der Macht. Deng Xiaoping hat die Ideologie in den Besenschrank gesperrt. Ja. Ideologie war egal, ob die Katze weiß war oder schwarz, Hauptsache sie fängt Mäuse. Er hat den Städten, den Regionen irgendwie Spielräume für Experimente gemacht, deswegen fing dann auch die Wirtschaft an zu blühen. Er hat der Gesellschaft Freiräume, die Partei hat sich zurückgezogen aus der Gesellschaft. Ja. Und das war das, was wir auch so toll fanden. Plötzlich irgendwie waren da ja auch zivilgesellschaftliche Experimente am Laufen. Ja, und wir erkannten vieles wieder in China, was wir von hier kennen. Ja. Umweltschutzgruppen plötzlich, Bürgerrechtsgruppen, war alles möglich, viele, viele Jahre. Und dann kommt der Xi Jinping und macht Schluss. Der fährt dann im Rasenmäher drüber. Und zwar mit einer Konsequenz und mit einer Macht, die keiner, wie gesagt, so erwartet hätte. Also China ist wieder so repressiv, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr war. Die Ideologie ist zurück, der Führerkult ist zurück, er rezentralisiert die Macht wieder. Eigentlich geht er also zurück in die 50er Jahre. Ja. Also versucht diesen alten Sozialismus da, als in seiner Vorstellung noch so als der Sozialismus noch rein war, ja, dahin zurück. Das ist das eine. Aber gleichzeitig macht er noch was Zweites und das macht das Ganze noch spannender, aber natürlich auch noch ein bisschen erschreckender. Mit dem anderen Bein geht er weit in die Zukunft und er versucht die Diktatur digital neu zu erfinden. Ja. Und die chinesische Regierung stürzt sich wirklich mit einer Leidenschaft in all diese künstliche Intelligenz und Big Data Sachen und in die neuen Informationstechnologien wie keine andere Regierung auf diesem Erdball. Ja. Man hat uns ja irgendwann mal erzählt, irgendwie die neuen Technologien würden die Freiheit in jeden Winkel des Erdballs bringen und plötzlich sehen wir, das Gegenteil ist der Fall. Das sind wunderbare Instrumente für eine autoritäre Regierung, die tatsächlich, wenn das alles funktioniert, was der Xi Jinping davor hat, in einen Hightech-Überwachungsstaat marschiert, der zum allerersten Mal den Traum aller autokratischen Herrscher, also jemals in der Geschichte, wahrmacht, nämlich die totale und lückenlose Kontrolle über alle Untertanen. Und warum ist das auch für das Thema heute so wichtig? Weil Xinjiang, das ist der Lagerstaat einerseits, ja, also eines der größten Menschenrechtsverbrechen der Gegenwart. Gleichzeitig aber, ja, also diese Lager, die sind in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren entstanden, über Nacht praktisch. Und dann verschwinden da 1 Million Menschen in diesen Lagern. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass Xinjiang gleichzeitig in China das Testlabor ist für all diese Hightech-Überwachungsversuche. Und für die ganzen, ja, Predictive Policing ist so vorausschauende Polizeiarbeit. Das versuchen unsere Polizeibehörden auch, aber wir merken schon, dass das schwierig ist. In China hat der Vizeminister für Forschung und Technologie 2017 gesagt, mit diesen Mitteln, mit künstlicher Intelligenz und Big Data, da wissen wir heute schon, da können wir jetzt schon wissen im Voraus, wer einmal ein Terrorist sein wird. Und wir wissen heute schon, wie man, das ist der Mann, Sommer 2017 hat er das gesagt, und wir wissen heute schon, wer einmal Böses begehen wird. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass er das 2017 gesagt hat, im Sommer 2017, zur gleichen Zeit, als das in Xinjiang losging. Weil das, was wir in Xinjiang sehen, ist gleichzeitig ein ganz großes, das ist die Erfüllung dieses Satzes. Ja. Diese Leute, diese 1 Million Uiguren, die da in den Lager sitzen, die sitzen da ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren, die haben nie einen Rechtsanwalt gesehen. Die sitzen da, weil Algorithmen und Datensammlungen und weiß Gott was, welche Sammlungen über sie als diese potenziellen Terroristen ausgemacht haben. Das ist also wirklich die Hightech-Dystopie in Vollendung. Und unterm Strich nur, ich habe schon viel zu lange geredet, ich weiß, unterm Strich nur, ich habe China immer eine Diktatur genannt, ja? Ich habe nie nur Autorität, weil die Kommunistische Partei sich selber immer Diktatur nennt, ganz stolz. Ja? In der Verfassung der Volksrepublik China steht, wir sind die demokratische Diktatur des Volkes, das stand da immer. Nur haben wir uns lange nicht mehr getraut, das Wort Diktatur in den Mund zu nehmen. Also eine Diktatur war es immer. Aber was es 30, 40 Jahre lang nicht war, war es ein totalitärer Staat. So ein Begriff Totalitarismus, den viele China-Gegner auch gegen das Land immer wieder verwendet haben. Und das war Unsinn, das war all die Jahrzehnte Unsinn, weil die Partei sich eben zurückgezogen hatte, weil die Kontrolle nicht total war. Ja. Und was wir aber jetzt sehen, ist die Rückkehr des Totalitarismus in digitalen Gewandel. Ja. Wir sehen es über die
neuen Informationstechnologien und ihren Einsatz. Wir sehen es aber auch in Sachen wie diesem Umerziehungslager und dem Versuch der Gehirnwäsche. Es kamen jetzt wieder Dokumente raus, ja, über vorgestern, vor 2 Tagen, der Adrian Zenz, ein Sozialforscher, der da viel forscht, da steht wortwörtlich drin, wir müssen die Gehirne waschen und die Herzen reinigen. Gehirnwäsche ist übrigens, ich glaube, das einzige chinesische Wort, das ich kenne, das es in unsere Sprache geschafft hat. Das ist ein originär chinesisches Wort aus den 50er Jahren. Maos, damals die Amerikaner im Koreakrieg haben das kennengelernt und da sind wir wieder. Ja. Der neue Mensch soll wieder geschaffen werden. Ja. Der Mensch, der perfekt in den Sozialismus passt. Und dieses gewaltige Experiment wird jetzt an den Uiguren zuallererst vor unseren Augen ausgeführt. Und ich glaube, also warum wir uns damit beschäftigen sollten, das ist einerseits klar, aber auch, was in China passiert, bleibt am Ende nicht in China. Und hier möchte ich gerne anknüpfen, was heißt denn das für die EU, was heißt es für die Schweiz, was heißt es für den Westen, wenn man das so sagen darf, was sind jetzt konkret so die Szenarien, die du siehst? Und was hat man jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen verpasst? Also ich denke auch in der ganzen Analyse hatte man sehr lange das Paradigma, ja, mehr Freihandel, mehr Kontakt, mehr Kooperation führte automatisch dann auch zu einem demokratischen System. Und dieses Paradigma hat ja wohlweislich nicht stattgefunden. Was heißt jetzt das für den Westen und warum hat man das so verpasst? Ja, kurz. Kurz. Ja. Was heißt das für den Westen? Also das heißt natürlich ganz viel. Ja. Zum allerersten Mal, also ich habe gesagt, da passiert was ganz Neues irgendwie. Und ein Teil dieses Neuen ist, dass zum ersten Mal seit 40, 50 Jahren, seit einem halben Jahrhundert China ganz offensiv in die Welt marschiert wieder. Ja. Xi Jinping hat sich 2017 auch hingestellt und hat gesagt, wir wollen ins Zentrum der Welt. Also wir schenken der Welt jetzt die chinesische Weisheit, hat er gesagt. Ja. Und man denkt an Konfuzius und an Lao Tse, aber natürlich meint er die Weisheit der leninistischen Diktatur. Ja. Das heißt, dass China, das 40 Jahre lang total zurückhaltend war, wird plötzlich offensiv, teilweise aggressiv auch uns gegenüber. Was heißt das für uns? Das heißt für uns zuallererst Augen aufmachen erstmal. Ja. Das heißt nicht, dass wir sämtliche Geschäfte einstellen sollten. Ja, also ich finde schon, wir müssen Geschäfte machen, mit China Handel treiben, wir müssen den Austausch weiter betreiben, weil wir können kein Interesse daran haben, dass dieses Land tatsächlich Xi Jinping will dicht machen. Ja. Dieses Interesse können wir nicht haben, aber wenn wir das machen, wenn wir die Geschäfte machen, wenn wir den Handel treiben, dann mit offenen Augen, wer steht da, was für Absichten hat er und wo sind unsere roten Linien? Ja? Wir sind in einem Wettbewerb der Systeme plötzlich. Und die Kommunistische Partei Chinas versucht an vielen Orten und Fronten, uns ihre Werte aufzuzwingen. Ja? Hier auf unserem Boden, in der Schweiz, in Deutschland, wenn es um Meinungsfreiheit geht, wenn es um Selbstzensur geht. Und dass wir dann hinstehen und Rückgrat zeigen und sagen, so. Gut, dann, das ist mal ein fulminanter Anfang. Ich danke dir herzlich. Das gibt weiteren Stoff für Diskussionen. Dann möchte ich gerne meinem nächsten Gast die Frage stellen, Luisa. Du kommst jetzt gerade von Genf, du warst an der UNO. Diese China Cables, das sind ja Informationen, die du ja schon lange kennst und auch immer wieder vorgebracht hast, vor allem in den letzten 2 Jahren. Was haben jetzt diese China Cables für dich verändert? Guten Abend, vielen Dank. Ich rede in Englisch. Deutsche Sprache ist die schönste Sprache, die schwerste Sprache. Ich lebe in Deutschland. Meine Anwendung in Deutschland, aber ich meist nicht in Deutschland. Deswegen ich rede in Englisch. Well, first I would like to thank the Gesellschaft Bedrohte Völker and the Schweiz and the Friendship Associations. Yes. Well, actually, since at least 1 week, I believe and the Swedish media is talking a lot in French, German, and English, right? A lot. Of course, this is not new case, but recently, months, particularly since 1 week, after this new report by the New York Times published report and the Chinese analysts, then suddenly this
case among the international media. Actually, this is not new, this case. This concentration camp, of course, this is new from the 21st century, but persecution towards the Uyghurs is not new. Since the beginning, communistic China occupied 1949, this atrocity begins that day. Since occupation, all basic rights of Uyghurs, including political, cultural, economic, social rights, has been continued by the Chinese government. Chinese government, one policy has never changed. It is the assimilation policy towards Uyghur and Tibet, completely same. But Xi Jinping took the power in 2013, then the situation gets worse. Chinese government implemented this assimilation policy, sometimes implemented, used a very violent way, sometimes there is some mask, sometimes makeup. But Xi Jinping, and since 2014, really start hard-struck campaign in Uzbekistan. This camp actually start 2014. All the preparation start 2014, and 2 years preparation. Also, Chinese government testing whole the world, step by step, step by step. For example, first start 2014, Chinese government forbidden fasting during the Ramadan. We are Muslim, and forbidden fasting, and also forbidden Quran school, religious school, targeting the religious figure, and no reaction from the international. Chinese government said, okay, then next step, then next step, that's coming this level. 2016, maybe most of them Chen Chang'o. Chen Chang'o, who's the current Chinese Communist Party secretary in East Turkestan. Actually, he was the party secretary in Tibet from 2011 to 2016, 5 years. When he was the party secretary, he used a brutal way to Tibetan people. We all know that time, 2013, 2014, more than 160 Tibetans separated. This is the Xinjiang rule. Then, after he was appointed party secretary in East Turkestan, first thing is, he did East Turkestan, then just he turned sovereign state. I just give an example. Is Urumqi capital of East Turkestan. Only Urumqi, he built 960 police monitoring stations. Only one city. Whole East Turkestan, whole region, more than 7,000 police monitoring stations. It is mean every 400 meters, one police monitoring station. Then, we didn't really visible reaction from the world. Some media reported it. Then, second step. He stopped all the international transportation from Urumqi. Before October 2016, from Urumqi to Istanbul, have a 5-time flight a week. Direct flight to Dubai, to Dushanbe, some other country. Then, October 2010, he cut off all the international transportation. Then, slowly, and they also blocked the internet or some other communication as well. And they collected all the passport among the Uyghur. Actually, passport issue is a very sensitive issue, not like here. If you have ID here, you have a citizen, you can get a passport next day. But in Tibet also same. It is not easy to get passport. You have to apply passport, you have to wait a couple of years. You have to pay the money, Then 2016, up to October, they collected all the passport. And the travel ban, all the Uyghurs. Then step by step, 2017, destroyed more than 3,000 to 5,000 mosques. Even some mosque is 700-800 years cultural heritage. Just cut down. And no single word from the Muslim world. Then the next step is collected Quran and burn the Quran. And today the Xi Jinping Chinese Communist Party saying, actually today the Chinese Communist Party, China's current government is anti-religious government. Today, Chinese Christian, Tibetan Buddhist, Uyghur Muslim, Falun Gong, also persecuted. What Xi Jinping says is religious, particularly Islamic ideological
In this, it must be eradicated. So, done no reaction or so then, and then very openly implemented this so-called eradication. Someone say eradication camp, somebody say, well, some sort of like, but it is really 21st century concentration camp. Very clear, very same to the Nazi style concentration camp. Very similar, you know. Psychological, physical, very similar. It's already started, it's the first step of the genocide. No, it's the start. 2017 then, kept all the communication. Here is suppose my countryman is sitting here. But some, my countrymen. We haven't access to my country, or we cannot access to a family member. I personally, last very short telephone communication, my mother is middle of April 2017. Since then I couldn't access. All Uigurs have the same problem. Schweiz, Germany, some other country. We couldn't access. This is the 21st century. Communication is not an issue at all, but for us big issue. I left my country in 1994, almost 25 years I was in Exil. But I haven't never seen my parents. I couldn't travel. Chinese government don't let them go abroad, my parents, my brother. I haven't seen them. And last year I got heartbreaking news. My mother is died. She passed away. You know. This news I learned not from my family member. I learned it is from somewhere and from international media. Can you imagine this? So I have no idea what condition my mother died. Then later I know my mother was 78 years old lady. Chinese government put him in the concentration camp. May on June 2017. Then after 1 year later she died in the concentration camp. No, I have no idea how many family members in the concentration camp, how many family members still alive or died. My father almost 90 years old died. I have no idea he's still alive or died. I was a German citizen. I refused the German government. Look, you couldn't save my family member. At least you have a diplomatic connection and a relationship with bilateral relationship with China. At least please you get some information on my family member. How many family members still alive? How many family members died? No, still no. Still I didn't get any single news for my family. But I learned somewhere my younger brother was disappeared since 2017. My older brother sentenced 20 years. This is the news every day. Just 2 days ago, I got another heartbreaking news. My classmate, and he was the leader with me together, 1980 students, democratic movement in Turkestan, was Ababekri, who is my classmate. He was detained this year, January 2019, just the 24th of November, just like 3 days ago, he died in the camp. You know, every day we got such a heartbreaking news. Then China said, at the beginning is they need everything. Then little bit growing up international pressure, China changed narrative. First denied everything. Then, well, yeah, it is vocational training center. So many professors, so many intellectuals in camp today. This professor no need to do vocational training. So now I'm 80 years old, my father, my mother no need to train them. Then China now is saying we are fighting against terrorism and radicalism. Look, China, one thing I would like to tell. I'm the number 3 terrorist of the Chinese list. I look like terrorist. In my whole lifetime, I never seen a real gun is a bomb. I just see Hollywood film. But on the Chinese list, I'm the top terrorist today. Not today, since 2003. Before 2003, Chinese government never blamed Uyghur activism as a terrorist. Up September 11, terrorist attack in New York, that's the Chinese government, because we are Muslim. Very easy to blame terrorists. Then one night later, Chinese government immediately changed language. Oh, we are victim of terrorism. Just one thing I would like to know.
just 2 weeks before September 11, Governor of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, he made statement, public statement, saying, "Oh, Xinjiang is peaceful place, wonderful place. You are welcome. You can invest here." 1 month before, exactly 1 month before, China's foreign minister spokesman, he made the same statement. Xinjiang is wonderful place, safe place. Then after September 11 was happening, one night, wow, victim, and the Uyghurs terrorists, because perfect excuse to crack down us. Then being terrorist, that 2003, Chinese government puts my name because blocked my international activism. And put my name in Interpol red notes. I was suffering 21 years from Interpol. But I have never stopped. I'm fighting my right, I'm fighting my people, I'm fighting my freedom. Then 2018, February, finally, after 21 years later, my red notes was deleted. I detained so many countries because of the Chinese blame. Chinese hand, long arm, not only persecutions to Uiguurs and the Tibet inside China, even outside. Even I detained in Geneva in front of the United Nations 2005. 2017, I detained in Italy, in the middle of Europe. So Chinese government today is that even since the New York Times report and the issues and the Chinese government's case coming, but China continue trying to and say this fake news. So I believe that, and China no longer has an ability to defend the separation policy today. It is 403-page document. Among them, 96 is a Xi Jinping directive. So, thank you. Sorry. We will come later on the discussion. Herr Sagialte, wie nimmst du die Situation in den letzten 5 Jahren wahr und wie sieht das für die tibetische Gemeinschaft aus, auch in Europa? Habt ihr auch das Gefühl, dass der lange Arm Chinas auch zu euch reicht? Also die jüngsten Entwicklungen in Tibet sind, so wie Dogen von Ostjugoslan berichtet haben, es hat in Tibet seit 2008 nach den großen Demonstrationen in Tibet hat sich die Situation dramatisch verschärft. Aber was, glaube ich, wichtig ist, warum gibt es so viele Probleme in Tibet? Dass die Menschenrechtsverletzungen in Tibet, wie in Ostjugoslan, systematisch, umfassend, andauernd sind, ist seit langem bekannt. Weil die chinesische Regierung seit der gewaltsamen Besetzung Tibet sieht die eigenständige tibetische Kultur, Religion, Sprache, Geschichte und Identität als Bedrohung für die Stabilität ihrer Herrschaft und als mögliche Ursache, dass Tibet von China spalten könnte. Dementsprechend hat die chinesische Regierung immer versucht, die tibetische Zivilisation und Identität zu zerstören. Während der Zeit von Mao und der Kulturrevolution durch physische Zerstörung von Klöstern und durch die Tötung von Mönchen und Nonnen diese Kultur auszulöschen. Nach der Kulturrevolution hat die chinesische Regierung ihre Politik auf eine weniger auffällige, subtilere Herangehensweise umgestellt. Und diese neue Politik zielt auch darauf hin, die authentische tibetische Religion, Sprache, Kultur zu untergraben, zu schwächen und durch eine staatlich anerkannte, kontrollierte Version zu ersetzen, die den wirtschaftlichen,
ideologischen, politischen Zielen der Kommunistischen Partei Chinas entspricht. Und dementsprechend hat auch Xi Jinping unter seiner Führung eine Reihe von Programmen, Gesetze, Verordnungen eingeführt, die massiv in die freie Religionsausübung der Tibeter eingreifen. Beispiele sind zum Beispiel die umfassende Überwachung von Klöstern durch Parteikader, Polizei, Informanten, Spitzer und jetzt auch durch die neue Technologie. Dann sind da die Religions- und Sicherheitsgesetze, die praktisch jede religiöse Betätigung von der Erlaubnis der Behörden abhängig machen. Und da sind die Verbote, Klöster und Tempel zu besuchen, die Schließung von Klassen, wo tibetische Schüler während den Schulferien Tibetisch lernen können und die von Klöstern betrieben werden. Das sind die von den Behörden verordnete also patriotische Erziehungsklassen, wo Mönche und Nonnen gezwungen werden, den Islam zu denunzieren. Und all diese verschärften Maßnahmen werden begleitet durch umfassende, rigorose Kampagnen, um den tibetischen Buddhismus zu szenisieren. Und wenn wir die immensen Ressourcen, die dem chinesischen Staat zur Verfügung stehen, ansehen, dann ist die Gefahr groß, dass diese Regierung ihre langfristigen Assimilationsziele in Tibet erreichen können und dort eine kulturelle Genozid stattfindet. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich für uns Tibeter von größter Dringlichkeit, dass die chinesische Regierung endlich für ihre systematische Menschenrechtsverletzungen in Tibet zur Rechenschaft gezogen wird. Und ich sehe hier einige Punkte. Erstens, nach all den Informationen, die heute zur Verfügung stehen, ist es, glaube ich, deutlich und klar, dass diese kommunistische Regime in Peking weltweit eine Gefahr für Menschenrechte und Freiheit in der Welt darstellt. Zweitens, nach den jüngsten Enthüllungen von internen chinesischen Regierungsdokumenten, die klar belegen, das ungeheuerliche Ausmaß von Menschenrechtsverletzungen in Osttürkestan, dass es nicht gehen kann, im Umgang mit dem Regime in Peking zur normalen Tagesordnung, zur Business as usual zu überzugehen. Es muss eine markante Zäsur in der Beziehung zum chinesischen kommunistischen Regime geben. Und das ist jetzt ein Gebot der politischen Moral und der Vernunft. Du willst, dass ich aufhöre? Nein. Ich glaube, aber es gibt noch andere Herren, ja, die auch gerne sprechen. ein Punkt vielleicht, das ist wichtig zu erwähnen. Und es ist, glaube ich, auch klar geworden, man kann sich dieser Tatsache nicht verwehren, dass dieses totalitäres Herrschaftssystem in Peking in krassem Widerspruch zur Freiheit und Demokratie steht. Und je länger, desto offensichtlicher wird es, dass auf die Dauer keine friedliche Koexistenz beider Systeme möglich ist. Darauf müssen sich die westlichen Demokratien einstellen und müssen sich zusammenraufen und eine grundsätzlich neue, gemeinsame europäische China-Politik in Angriff nehmen und durchsetzen. Vielen Dank.
habe gehört, du hast von einer Zäsur gesprochen in der Beziehung, die passieren sollte zwischen dem Westen und China. Ich möchte gerne das Wort jetzt an Pascal Obatka weitergeben. Die Schweiz und China haben eine sehr lange Beziehung. Nächstes Jahr wird die 70 Jahre alt, die diplomatischen Beziehungen zwischen Schweiz und China. Seit 2013 haben wir ja ein Freihandelsabkommen mit China und wir, also die Schweizer Zivilgesellschaft, die Menschenrechtsorganisationen stellen auch fest, dass sich die Beziehung zwischen der Schweiz und China auch ein bisschen verändert hat, was Menschenrechte betrifft. Wir nehmen teilweise eine fehlende Kohärenz nehmen wir wahr in der Außenpolitik und der Außenhandelspolitik. Liegen wir da falsch? Wie nimmst du das wahr? Und wie stehst du? Ist die Schweiz auch jetzt im Moment bereit, eine Zäsur zu machen in der Beziehung zu China nach den China Cables? Zuerst vielen Dank für die Einladung. Ich darf heute Abend das Außendepartement vertreten aus einer Perspektive der Schweizer Menschenrechtspolitik. Die Schweiz hat in den letzten Jahren immer wieder klar Position bezogen, wie sie die chinesische Menschenrechtssituation sieht und hat dies der chinesischen Regierung immer wieder klar gemacht und hat ihre Erwartungen und Forderungen kommuniziert. Gerade am Dienstag vor 2 Tagen hat das EDA eine Medienmitteilung herausgebracht, um die Besorgnis zu verdeutlichen, die sie schon seit Jahren ausspricht zur Situation in Xinjiang. Ich möchte hier noch betonen, dass obwohl momentan die Aufmerksamkeit natürlich auf Xinjiang liegt, mit den verschiedenen Dokumenten, die veröffentlicht wurden, setzt sich die Schweiz auch immer noch stark für die anderen ethnischen Minderheiten ein, vor allem natürlich für die Tibeter mit der Geschichte, die die Schweiz hat. Die Besorgnis der Schweiz zur Menschenrechtssituation in China wird auch immer wieder auf höchster Stufe aufgenommen. Am 22. Oktober zum Beispiel hat es ein Treffen zwischen den beiden Außenministern gegeben, zwischen Gassis und dem chinesischen Außenminister Wang Yi. Ich glaube, es hat eine präzedenzlose Pressekonferenz zwischen den beiden gegeben, wo Herr Gassis auch klar gemacht hat, was die Schweiz verlangt. In den letzten Jahren hat die Schweiz auch klar gemacht, dass sie die Schließung der Internierungslager in Xinjiang fordert. Sie hat außerdem klar gefordert, dass die UNO Zugang erhält zu der Region Xinjiang, also nicht nur zu den Internierungslagern, sondern generell. Wir haben andere Situationen, die auch sonst noch vorkommen in Xinjiang gehört. Und dass die UNO dort eine unabhängige Untersuchung durchführen soll. Das haben wir auch wahrgenommen, dass sich die Schweiz da auch dezidiert auch auf multilateraler Ebene immer wieder für die Schließung dieser Lager ausgesprochen hat. Das haben wir wahrgenommen. Wir haben aber auch wahrgenommen, dass die Schweiz als einer der ersten Staaten im April 2019 ein sogenanntes Memorandum of Understanding bezüglich der sogenannten neuen Seidenstraße unterzeichnet hat. Wir haben auch aus den Medien entnommen, dass eigentlich vorgesehen gewesen wäre, ein zweites Memorandum of Understanding zu unterzeichnen, das dann auch auf Menschenrechte und Umweltrechte und Nachhaltigkeit abzielt. Dieses Memorandum of Understanding wurde aber nicht unterzeichnet. Ist diese Strategie nicht ein bisschen naiv? Nein, die Schweiz ist natürlich nicht naiv, obwohl sie die Belt and Road Initiative begrüßt, ist es klar, dass die Schweiz hier Chancen, aber auch Risiken sieht. In ihrem Engagement steht die Schweiz auch klar für die internationalen Standards in der Umsetzung dieser Belt and Road Initiative ein, für Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit. Und gerade wenn wir von der
Gerhard Rodingers Ziele sprechen, mit den großen Projekten, die dort umgesetzt werden, für internationale Standards in der Projektfinanzierung und Umsetzung. Aber warum dann diese Zweiteilung zwischen einem Memorandum of Understanding, wo es wirklich um die wirtschaftliche, technische Kooperation geht, und dann ein zweites, wo es dann auch um Menschenrechte und sogenannte Soft Standards geht, warum nicht alles in einem? Also es stimmt, das Memorandum of Understanding, das Abkommen, das unterzeichnet wurde, ist ein sogenanntes technisches Abkommen für Wirtschafts- und Finanzfragen in Drittländern, also für die Projektfinanzierungen außerhalb von China. Jedoch auch in diesem Abkommen wird auf die internationalen Standards hingewiesen, und dazu gehören ganz klar auch der Respekt von Menschenrechten. Das zweite Memorandum of Understanding wurde nicht abgeschlossen. Insistiert die Schweiz, dass dieses zweite Abkommen noch irgendwann abgeschlossen wird, oder an was liegt das? Ja, da habe ich leider wirklich keine weiteren Informationen dazu. Der Bundesrat wird, sobald er einen Entscheid getroffen hat, wie damit weitergefahren wird er entsprechend kommunizieren. Meine nächste Frage ist, du bist jetzt nicht auf dem heißen Stuhl, nicht, dass du mir den falschen Eindruck bekommst, aber es sind wirklich Sachen, die uns schon lange beschäftigen, und wenn wir dich da mal haben, würden wir das gerne nutzen. Die Schweiz hat, wie du bereits erwähnt hast, mit 22 anderen westlichen Staaten im Juni im Rahmen des UNO-Menschenrechtsrats einen gemeinsamen Brief unterzeichnet, worin sie die Schließung der Zwangslager in Ostturkestan fordern. Eine Reaktion darauf von China war, so wie wir es interpretieren, dass der Menschenrechtsdialog mit der Schweiz ausgesetzt wurde. Der war ja im August eigentlich vorgesehen, der fand nicht statt. Was bedeutet jetzt das für die Schweiz, und wie nehmt ihr die Wirkung dieses Instrumentes wahr? Ist es überhaupt noch wirkungsvoll im Moment, oder braucht es andere Sachen? Es ist die berühmte Frage auf dem Feigenblatt von den Menschenrechten. Ich habe es jetzt nicht so direkt gesagt, aber... Nein, also für uns ist klar, dass in einer kohärenten und vor allem auch effektiven Menschenrechtspolitik, dass wir da die ganze breite Palette von Mechanismen und Instrumenten, die es dazu gibt, ausschöpfen wollen. Und dazu gehört auf der einen Seite der Menschenrechtsdialog, den wir seit 1991 führen und das letzte Mal im Juni 2018 durchgeführt wurde. Aber es ist für uns klar, dass wir uns nicht an eine Konditionalität binden mögen, und die multilateralen Aktionen sowie dieser gemeinsame Brief an der UNO, der die Schweiz unterzeichnet hat, gehört weiterhin zu diesen Mechanismen, die wir als wirkungsvoll erachten und werden das auch so tun. Fabian, du hast gehört, dieses Instrument der Menschenrechtsdialoge, das wir ja auch schon länger auch beobachten. Wenn du jetzt die Situation der Schweiz siehst, worin sie sich jetzt befindet, findest du, dass der Menschenrechtsdialog immer noch das probate diplomatische Mittel ist? Nein. Also mit allem nötigen Respekt. Aber zu behaupten in der aktuellen Situation, dass die kleine 8,5 Millionen Schweiz mit dem 1,4 Milliarden Land China in einem vertraulichen, einmal im Jahr stattfindenden Gespräch irgendetwas mit irgendwelchen Funktionären notabene, irgendetwas erreichen könnte, ist ehrlich gesagt doch sehr naiv. Es gab auch schon andere Beispiele, wo die Schweiz gesagt hat, das bringt nichts mehr, zum Beispiel Iran, vor Anfang 2000er Jahre, da hat man gesagt, dieser Menschenrechtsdialog ist so wirklich nur noch ein Feigenblatt, und dann hat das Parlament den Stecker gezogen, auch gegen den Willen des Bundesrates. Aber ich möchte vielleicht zum Thema Menschenrechte noch etwas sagen. Also wenn man jetzt heute zugehört hat, dann ist es ja ein Appell an die Menschlichkeit, und da revoltiert das Gewissen, man muss etwas machen. Aber es geht nicht ausschließlich um das, sondern es geht um die Durchsetzung internationaler
internationale Rechtsnormen. Wir befinden uns nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt ein internationales Regelwerk, das Völkerrecht, es gibt die Menschenrechte, zu denen sich China bekannt hat, und die muss man durchsetzen, und das ist das oberste Ziel, das wir als Schweiz im Umgang mit China haben müssten. Es ist auch im Übrigen ein Verfassungsauftrag. Und wenn man jetzt sagt, wir machen einerseits Außenwirtschaftspolitik und wir profitieren bilateral so gut wie es geht und machen dann noch ein bisschen Menschenrechtspolitik für die Galerie, dann ist das tatsächlich eine Katastrophe, und das ist der aktuelle Zustand der Schweiz. Und es tut mir jetzt leid, es ist Pascal Bobatka hier, weil eigentlich müsste man mit dem SECO sprechen. Das EDA macht einen ausgezeichneten Job im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber es hat halt relativ begrenzte Möglichkeiten, weil der Bundesrat sich dann im Zweifel immer für dieses Duckmäusertum entscheidet. Und das muss aufhören. Was muss noch passieren? China hat sich mit Abschluss des Freihandelsabkommens völkerrechtlich dazu verpflichtet, das Völkerrecht zu achten, namentlich die UN-Charta. Und in der UN-Charta ist relativ klar vorgesehen, und es gibt da eine langjährige Praxis, wie man mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit umzugehen hat und wie die zu qualifizieren sind. Und was wir hier erleben, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Entsprechend muss die Schweiz, wenn sie noch ein bisschen Selbstachtung hätte, als vertragstreue Partnerin hier die Konsequenzen ziehen und sagen, das Abkommen ist so hinfällig, gilt so nicht mehr. Was heißt das in Bezug auf das Freihandelsabkommen, weil wir haben uns ja sehr lange auch darüber gestritten mit verschiedenen Vertretern des SECO, was um die Aushandlung des Freihandelsabkommens geht. Wir wollten wirklich verbindliche Menschenrechtsstandards drin haben. Wir wollten auch, dass es wirklich auch ein definiertes Kapitel dazu drin ist, verbindlich ist, wo man auch gewisse Rahmenbedingungen im Vorhinein festlegt, dass das alles nicht passiert. Wir haben es jetzt geschafft, dass im sogenannten Präambel das Wort Menschenrechte ja irgendwo doch noch ein bisschen drin ist, nicht so ganz, aber es ist drin. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Was heißt das für die Schweiz? Es ist ja eigentlich Vertragsbruch, was im Moment passiert. Wenn es vor allem um Zwangsarbeit, Güter von Zwangsarbeit geht, wo wir ja nicht ausschließen können, dass das alles in die Schweiz kommt. Also zuerst muss man mal sagen, wenn man sich das Freihandelsabkommen heute noch einmal anschaut und es vergleicht mit dem State of the Art von modernen Freihandelsabkommen, ist es ein unglaublich schlechtes Freihandelsabkommen, weil es hat nichts, was heute die EFTA standardmäßig drin hat, Nachhaltigkeitskapitel, eine gewisse Systematisierung auch der Thematisierung solcher Fragen, eben wie Menschenrechte, Nachhaltigkeit und so weiter. Das Einzige, was das Abkommen beinhaltet, ist eben die Präambel, die aber auch sehr schwammig ist, und dann immerhin das explizite Bekenntnis von China zu den ILO-Kernübereinkommen. Und das verletzt China in eklatanter Weise schon lange, aber jetzt in einem Ausmaß, das seinesgleichen sucht. Entsprechend ist das ein krasser Vertragsbruch der chinesischen Seite, und jetzt gibt es eben im Freihandelsabkommen, weil es so schlecht ist, nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie die Schweiz damit umgehen kann. Es ist vorgesehen, das kann man im gemischten Ausschuss thematisieren. Mich würde interessieren, ob das der Bundesrat macht, so wie ich weiß nicht. Und wenn das nichts nützt, ist die nächste Eskalationsstufe die Sistierung der Zollvereinbarungen, weil das ist der eigentliche Witz des Freihandelsabkommens. Alles andere ist das Akzeptieren, dass die andere Vertragspartei einfach den Vertrag. Das wäre ja wie wenn ich irgendwie bei dir, weiß auch nicht, ein Kilo Äpfel kaufen würde und du lieferst mir einen halben wurmstichigen Apfel und ich würde dann sagen, aha ja, aber ist eigentlich egal. Also es ist, das geht einfach nicht, also unter keinem Titel. Kai Strittmatter, du bist ja auch ab und zu in der Schweiz und beobachtest das sicher auch.
Wie nimmst du diese Beziehungen der Schweiz mit China wahr? Gibt es da einen Unterschied zu anderen Ländern oder ist es same, same, no different? Ja, ich kann natürlich nicht allzu viel sagen, aber ich war tatsächlich hier mit dem Fabian Molino zusammen, als ihr Bundespräsident gerade in Peking war und der Bundesratspräsident heißt der, gell, in der Schweiz. Wie heißt er? Bundespräsident. Bundespräsident. Und dieses Memorandum of Understanding unterzeichnet hat. Und wir waren uns beide damals schon einig, dass das unglaublich naiv ist und also wirklich von kaum zu überbietender Naivität. Wobei ich eben nicht weiß, wie viel ist wirklich Naivität und wie viel ist auf der anderen Seite einfach nur also wenn man es wohlwollend ausdrückt, Geschäftssinn, man könnte auch sagen Gier. Es geht einfach um Geschäft. Und ich weiß noch, dass damals einer seiner Begründungen war, irgendwie genau das, ja, aber wenn wir mitmachen, dann können wir doch wenigstens Einfluss nehmen. Nur dann können wir Schweizer die neue Seidenstraße gestalten. So hat er es nicht gesagt, das sage jetzt ich, aber das ist, ja, und das ist natürlich ist es ein Witz, das ist ein totaler Witz, das ist wahnsinnig naiv. Und ich finde halt, ich weiß nicht, wie viel, natürlich, wir werden China nicht ändern, wir werden auch China nicht zum Positiven ändern, ja. Das werden wir auch nicht, auch wir Schweizer, auch und Deutschen, ja, wie sehr wir uns auch hinstellen. Aber es ist doch ein Minimum, dass wir uns nicht zu Komplizen machen, oder? Ja. Dann haben wir vorher schon kurz erwähnt, dieser lange Arm von China, dass ja auch die Exilgemeinschaften tangiert. Das möchte ich gerne auch noch kurz abhandeln. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber trotzdem, ich finde es ganz ein wichtiges Thema. Dork und Isa, wie nimmst du die Situation der Exilgemeinschaften in Europa wahr, der uigurischen Gemeinschaft? Hat diese Überwachung hier auch zugenommen? Wie nimmst du das wahr und was erwartest du beispielsweise von der Europäischen Union oder von der Schweiz diesbezüglich? Well, I already a little bit explained on this how Chinese long arm to exile. Actually, Chinese government uses several of strategy and uses several of way to monitor the Uyghurs and in exile. And this is a long history of Chinese government actually. And sometimes, of course, this before 2016, Chinese government and they call the Uyghur who live in Germany, Schweiz, or some other country, very openly threat to them, please don't attend any political activism or any anti-Chinese movement. Openly, police, security service, or local government calls them. And sometimes, if some police very politely saying, "Oh, you have to thinking on your family member. They are very good. Take care of your parents. Just last week we visit them. Look, this is a very point. Yes. Then, and time to time we organize the demonstration in front of the Chinese consulate, the Chinese embassy, somewhere. If we organize some demonstration or protest, Chinese officials very openly and video recorded. Then immediately next day we got a reaction because the Chinese video recorded. Then maybe 1-2 days later, and the mother or parents call us, please you don't do anything because police forced me to ask them. Then a call. China uses this way, and sometimes also Chinese government call some people saying, and the effort to work for the Chinese government as a spy. We have very clear evidence in 2009, 4 Uigurs and the spy suspect. His home is searched by the German criminal police. Yeah? Among them 3 charged by the court. And 11 months Freiheitsstrafe and 1,500 euro straf. It is mean, and also sometimes some Uyghurs who
already has a German citizen, Swiss citizen, some other French, European citizen, United States citizen. If the family visiting, of course, that's all I'm talking is before 2016. Since 2017, it's impossible Uyghur who has a foreign citizen, and it's impossible to visit the family. But that time, if visit, went to Uzbekistan, before the family member will come in them, and the police will come in them. Just bring to them hotel or some police station and put several pictures, do you know this guy? Do you know this guy? Get all the information and also ask them, offer them, you have to cooperate with us. If you cooperate with us, you can make business, you can freely visit your family member all the time. If you disagree, well, tomorrow you'll be deported here. People couldn't see the family member 5 years, 3 years, 10 years, of course, then couldn't refuse, then okay, I will cooperate with them. Some of them, after return, for the holiday, then they report to us, and they report also, we have several cases, report German police in Germany. Maybe, I don't know if the Schweiz happening such things, but China used different way. And the hostage family member, threaten, and also effort to the spy work and the money. Sometimes Chinese security service came into Germany. We had good evidence, offer to the cash money, ask them to offer to work the Chinese government. Yeah. So it is the Chinese government used different way. Okay, I already told my experience. Okay, because the Chinese government just use its political, economical, and the economic card, diplomatic card, to trying to blame us, to stop us. But even normal Uyghur, who even in the not very active with the political activities, they are also all the time and under threat by the long Chinese army. Wie sieht das bei der tibetischen Gemeinschaft aus? Wie spürt man hier den langen Arm von China? Ich habe heute bei der Mannwache bereits erwähnen können, dass ich als Tibeter seit fast 50 Jahren in der Schweiz lebe. Dass es auch meine persönliche Erfahrung ist, dass die tibetische Freiheitsbewegung, also die tibetische Aktivitäten, dass der Raum für uns immer enger wird in der Schweiz. Und dass auch unsere Bewegung auch einsamer wird. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und dann, wenn wir betrachten, zum Beispiel, wie früher seine Heiligkeit, der Dalai Lama hier in der Schweiz empfangen wurde. Also bei vielen Gelegenheiten ist er mit einem Bundesrat oder Bundesrätin zusammengekommen. Und das ist seit Jahrzehnten jetzt nicht mehr möglich. Ich glaube, Präsident Jiang Zemin hat 1992, als er den Bundesrat zurechtgestützt hat, das hat richtig etwas bewirkt, ja. Seither traut sich die schweizerische Regierung wenig. Dann, was Herr Nationalrat Molina gesagt hat, wegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, ich stimme überein, weil ich habe über viele Jahre mit dem Auswärtigen Amt hier in der Schweiz Beziehung gehabt, und vor allem mit der Abteilung 4. Und meine persönliche Erfahrung ist, die Diplomaten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wirklich persönlich sehr, sehr interessiert, menschenrechtlich etwas zu bewirken und zu tun. Und meine Erfahrung und Eindruck ist, dass es von oben irgendwie nicht möglich ist. Und deshalb glaube ich, es braucht viel mehr Druck vom Parlament, von den Medien und von der Zivilgesellschaft hier in der Schweiz, damit die Schweizer Regierung wirklich etwas sich bewegt. Und meine Erfahrung ist auch,
dass ich von den Schweizer Medien eigentlich enttäuscht bin. Es wird so wenig über Tibet berichtet in den letzten Jahren, obwohl die tibetische Gemeinschaft viele Aktionen veranstaltet. Zum Beispiel am 10. Dezember werden wieder einige hundert Tibeter nach Genf gehen, wo die Menschenrechtsversammlung stattfindet. Aber ich bin sicher, wieder wird keine Schweizer Medien darüber berichten. Und deshalb, es ist nicht die Regierung alleine, die in dieser Sache wenig tut. Es ist die Zivilbevölkerung, es sind die Medien und es ist das Parlament. Ich hätte noch andere Punkte, aber das ist ich bin ein bisschen streng, ich weiß, aber das ist nicht so gemeint. Eine andere, anknüpfend ans Parlament, wo wir die Kampagne gestartet haben, zusammen mit verschiedenen Tibet-Organisationen, haben wir verschiedene Vorstöße auch geplant und versucht einzureichen. Und da kamen einige Parlamentarierinnen dann zu uns und haben gesagt, schau, ich würde das gern machen, aber jedes Mal, wenn ich einen Vorstoß einreiche, kriege ich ein Telefon von der chinesischen Botschaft oder ja, es gibt irgendwie mühsame Mailverkehre. Wie ist das bei dir, Fabian? Ich war einmal mit dem chinesischen Botschafter Abendessen und seither habe ich nie mehr etwas gehört. Ich glaube, unsere Beziehung hat sich relativ schnell erledigt und wir werden uns, glaube ich, nicht mehr einig in verschiedenen Fragen. Ich habe aber diese Erfahrung sonst nicht gemacht. Ich weiß nicht, was natürlich sonst noch so läuft. Also ich nehme an, also ich würde jetzt aktuell nicht nach China reisen im Moment. Aber ich glaube, und um vielleicht das Parlament noch ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich finde eigentlich gibt es im Vergleich zu jetzt anderen Themenbereichen eine sehr aktive parlamentarische Gruppe Tibet und wir haben jetzt gerade in diesem Jahr sehr viel auch unternommen, um den Bundesrat ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber solange der Bundesrat halt an seiner Position festhält, die er seit 1950 hat, dass es ein China gibt, ist es schwierig im Bereich quasi extraterritorial das, was in China oder Tibet passiert, zu thematisieren. Was in der Schweiz passiert, ist nochmal etwas anderes, das ist ein Skandal. Aber ich finde an sich, oder der Punkt, dass die Schweiz sagt, Taiwan, Xinjiang und Tibet gehören zu China, ist an sich völkerrechtlich nicht argumentierbar. Im Falle Tibets gibt es keine völkerrechtliche Begründung, um das nicht ein besetztes Gebiet zu nennen, wie es auch viele andere besetzte Gebiete gibt auf diesem Planeten, wo es die Schweiz aber auch so benennt. Und eben quasi das Duckmäusertum der Schweiz gegenüber China hat eine sehr lange Tradition von 70 Jahren. Wir haben vorher gehört, eben das Recht auf Privatsphäre, das vor allem auch bei den uigurischen und der tibetischen Gemeinschaften oft ein bisschen ins Abseits gerät, wenn die Gemeinschaften auch im öffentlichen Raum sind oder auch Cyberattacken, die wir auch dokumentiert haben letztes Jahr. Wir werden diese Sachen auch gegenüber den chinesischen Behörden angesprochen, auch im Rahmen des Menschenrechtsdialogs, oder was ist? Wie wird das angegangen? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, es ist wichtig klarzustellen, dass eine Überwachung von Exilgemeinschaften von Tibet oder Uiguren in der Schweiz wäre ganz klar ein Angriff auf die Souveränität und auf die demokratischen Werte der Schweiz und können eine Verletzung des Schweizer Rechts, also eine Straftat sein. Es ist so, Regierungskritiker, Menschenrechtsverteidiger können durch Spionage vom ausländischen Geheimdienst ihres Herkunftslandes ausgesetzt sein, überwacht werden. Dieses Phänomen betrifft auch die Schweiz, wir sind da nicht ausgenommen. Das kann auch der Fall sein für Exilgemeinschaften aus Tibet.
aus China der Fall sein. Die Schweizer Behörden unternehmen vor allem in besonderen Fällen, zum Beispiel bei hohen diplomatischen Besuchen, nehmen sie Sicherheitsmaßnahmen, um dies entgegenzuwirken. Und da ist der Bundesnachrichtendienst an das Geheimdienstgesetz gebunden und nimmt genehmigungspflichtige Beschaffungsmaßnahmen oder Einreiseverbotsvorschläge zum Beispiel. Der NDB tauscht diese Informationen auch regelmäßig mit dem EDA und mit dem Bundesamt für Justiz aus. Also wir werden darüber informiert, wenn das der Fall ist. Und die Schweiz kann solche heikle Themen auch bilateral diskret mit China aufnehmen. Vielen Dank. Bevor ich die Runde öffne, möchte ich kurz noch eine Frage stellen an Dorkun und an Kelsang. Was sind eure Wünsche für die Zukunft, für die tibetische Gemeinschaft, aber auch für die uigurische? Ich fange mit dir an. Ich habe dich unterbrochen, du darfst. Für uns Tibeter und vor allem für uns Exil-Tibeter, die hier in der Schweiz leben, ich glaube, dass es die große Mehrheit der Exil-Tibeter hier in der Schweiz eigentlich zufrieden mit ihrem Leben hier in der Schweiz. Es geht um die Tibeter. Tibet, ihre Zukunft, ihre Rechte. Und da hoffen wir, dass eben in China auch wieder eine politische Änderung gibt und dass es möglich sein wird, wieder direkten Kontakt und Dialog mit der chinesischen Regierung aufzunehmen. Und es ist die einheitliche Position der exil-tibetischen Bewegung, keine Trennung und Unabhängigkeit von der Volksrepublik China zu streben, sondern eine echte Autonomie. Aber das setzt wiederum voraus, dass China auch ein Staat ist, das auf rechtsstaatlichen Prinzipien besteht. Also Dialog mit China und eine echte Autonomie, das, glaube ich, ist der Wunsch von der Mehrheit der Tibeter. Vielen Dank. Und deine Wünsche für die Zukunft, für die uigurische Gemeinschaft? Well, the Uigurische Gemeinschaft, Uigurische community in the Switzerland is very small. We have only around 100 or 120 Uyghurs living here, all together. Very small community. But sometimes they have some difficulty. Today, this issue rise to the talking with the Switzerland authority, of course. And some Uyghurs case, and still, because most of some Uyghurs who live in the Switzerland is asylum seeker, political asylum seeker, in Germany as well. I was also asylum seeker as well, 24 years ago. So, but some Uyghurs case still not finished. And sometimes this is an unacceptable situation. Today, and the Switzerland government know all what's going on for the Uyghur. And but sometimes the Swiss authority ask the Uyghur refugees must be go to the Chinese consulate, Chinese embassy, get a Chinese passport. Then they will give the residence on this. It is impossible. How? First, this is the boat shop, and the embassy is the Chinese territory. It's very dangerous. Yes, we all witnessed what was happening in Saudi Arabia, Khashoggi. We don't want to another Uyghur will be able to Khashoggi. Yeah, China is worse than Saudi Arabia.
can do everything. Yeah. So it is we are very small community here. Maybe Switzerland need such a small community because if maybe it is one of the part of the multicultural society. Yeah. So and some other country like Germany, in the whole Europe, the Uyghurs are 10 to 15,000 Uyghur living. We are very small community. So that's why we have also sometimes in the lot of problem to pressure of the Chinese government. Sometimes asylum case will reject the government. Yeah, it's the one case. So we are strongly. But however, Germany last year passed some special resolution, stop all the deportations of Uyghurs. Now is Uyghurs refugees case is accepted immediately in Germany and Sweden as well. So we ask the Swiss government also think on this. And secondly, well today we also appreciate the Switzerland government. And since the last year in the UPRO in China, Universal Human Rights Periodic Review, Switzerland raised some question and some recommendation Chinese government. And also July, Switzerland is one of the countries to sign the joint letter against the Chinese government and ask Chinese government to close the camp. We are very appreciative of this, but it's not good enough, of course, because today it's not time, it's a business as usual. So much electricity was happening here, and but Switzerland is the first country is a free trade with China, and it is very a lot of encouragement with the Chinese government. And one thing I would like to add for the Gelson's opinion, well, Tibetan have a human rights dialogue with the Chinese government. And Gelson is one of the delegation of this and the head of the delegation. Tibetan talk, as I know, was 8 times. But what is the result? 0. Nothing. So, well, I don't believe will bring any benefits dialogue between Chinese government. Of course, this means not I want to throw the bomb to the Chinese government because we don't do it. But international community must take concrete action. It's possible to sanction Chinese government. Today, as I know, 10 Switzerland company continue doing the business in Uzbekistan. This Chinese government. So this should be thinking on. This is a very important issue for us today. So many foreign countries continue making business with China. This is today's business not as usual. It should be stopped. Then it will be effective way for the Chinese government. Thank you. Thank you so much. Wir haben Zeit für 2 Fragen. Die Herren bleiben noch hier, also man kann auch gerne bilateral, aber ich möchte gerne abschließen, weil draußen wartet wirklich ein wunderbarer Apero auf uns und auch der lohnt sich. Okay, 3. Ja, am besten sammeln zusammen. Ja, sammeln, gerne. Ich habe eine Frage an Kai Strittmatter, und zwar seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt immer wieder, ja, es wird Veränderung geben in China, die durch die Religion, also immer mehr Chinesen interessieren sich für sie, üben Buddhismus aus, das heißt, es gibt so eine spirituelle Kraft auch in China, in der Bevölkerung, und das wird dann später auch zu einer Veränderung führen. Sie als China-Kenner, wie schätzen Sie jetzt so diese Situation, also diese Aussichten, dass es dann tatsächlich durch diese spirituelle Kraft dann auch eine Veränderung, eine politische Veränderung geben könnte? Ja. Wer hat da noch? Ja, da. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Watka. Das EMA hat sich am Dienstag recht deutlich zu den Menschenrechtsverletzungen ausgesprochen.
wie hat die chinesische Botschaft in der Schweiz darauf reagiert? Meine Frage ist an Herrn Barker. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig gesagt habe. Meine Frage ist, Sie haben gesagt, die Memorandum of Understanding noch nicht unterschrieben. Die zweiten Treff ist, glaube ich, noch nicht. Heißt das, dass wie heißt diese Belt Road Initiative ist noch nicht jetzt angenommen worden vom Schweizer? Entschuldigung, war die Frage klar? Ja, vielen Dank für die Frage. Also zuerst zur Reaktion der chinesischen Botschaft. Die Position, die wir am Dienstag bezogen haben, das kam auch als Reaktion auf die vielen Medienanfragen, die wir in den letzten Tagen erhalten haben. Aber inhaltlich ist es keine neue Position. All die Forderungen, die wir in der Medienmitteilung gemacht haben und die Sorge, die wir ausgedrückt haben, haben wir schon seit sehr langem ausgedrückt. Von dem her sind wir im konstanten Dialog und auf öffentliche Reaktionen gibt es immer Reaktionen von der Gegenseite. Diesen Fall China, beispielsweise im Juli, wo die Schweiz diesen... Meine Frage war, wie hat die chinesische Botschaft nun konkret reagiert auf die Medienmitteilung am Dienstag? Ja, ich kann Ihnen sagen, auch in dieser Woche waren wir in Kontakt mit der chinesischen Botschaft. Ja. Und wie hat sie reagiert? Ganz konkret. Also Sie lesen vielleicht auch, oder vielleicht sehen Sie auch die Artikel, die die chinesische Botschaft in der Weltwoche publiziert. Und das ist in denselben Linien, was die chinesische Botschaft sonst öffentlich sagt. Also sie hat nicht auf sie reagiert und es war ihnen eigentlich egal, was in der Medienmitteilung aussieht. Entschuldigung, nein, es heißt nicht, dass ich habe mich dann falsch ausgedrückt. Aber sonst können wir das gerne nachher noch besprechen. Auf die andere Frage zu dem MOU, zu dem zweiten MOU, zu diesem allgemeinen MOU, zu der Belt Road Initiative. Also die Schweiz hat zwar dieses allgemeine MOU nicht unterschrieben, aber es gibt noch keines allgemeines MOU zwischen Schweiz und China, sondern nur dieses technische MOU, das ich erwähnt habe. Bundespräsident Ueli Maurer hat aber am Belt and Road Forum, an einer Konferenz mit über 100 Ministerpräsidenten der Welt teilgenommen und hat die Schweizer Unterstützung für dieses Projekt ausgedrückt. In diesem Forum wurde auch von allen Staaten eine Schlusserklärung unterschrieben, die spezifisch auf die Wichtigkeit der Einhaltung der Menschenrechte im Bereich der Belt and Road Initiative hinweist. Ja, den spirituellen Hunger, den gibt es, der ist riesig. Es gibt ein ganz großes ideologisches Vakuum, spirituelles Vakuum, moralisches Vakuum. Die 3 häufigsten Sätze in meinen 6 Jahren, als ich in China war, die ich gehört habe, sowohl von Freunden als auch von Interviewpartnern, Satz Nummer 1 war, es gibt kein Vertrauen in dieser Gesellschaft. Keiner vertraut keinem. War der zweite Satz, es gibt keine Moral in dieser Gesellschaft. Und der dritte Satz war, was war denn der dritte? Vergessen, egal. Es gibt eine Umfrage von Gallup International unter irgendwie, weiß ich nicht, 80, 90 Ländern weltweit 2017. Was ist das größte Problem in eurer Gesellschaft? Und die 3, 4 häufigsten Antworten sind Antworten, die uns auch bekannt vorkommen werden. Dann, also fast alle haben sich so gruppiert um
Arbeitslosigkeit, Terrorismus, Sicherheit, solche Themen. China war das einzige Land der Welt, wo die Befragten, also ein paar tausend Befragten in jedem Land, wo Nummer 1 war, das größte Problem in unserer Gesellschaft ist Moral Decay, ja? Moralischer Verfall. Also der spirituelle Hunger ist groß. Das führt dazu, dass Religion großen Zulauf hat. Buddhismus, sowohl die eigenen, in Xinjiang, aber natürlich auch eine Wiederbesinnung auf den Islam, gleichzeitig christliche Gruppen, wahnsinnigen Zulauf überall, was dafür gesorgt hat, aber auch, dass die Reaktion der Partei ganz extrem paranoid und auch repressiv dagegen. Ich habe gestern Fotos gesehen aus katholischen Kirchen, wo die Jungfrau Maria durch ein Bild von Xi Jinping ersetzt wurde. Ja, also der spirituelle Hunger ist da, kann der dazu führen, ich bin da leider pessimistisch, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass die Kommunistische Partei Chinas ewig überleben wird. Die wird irgendwann abtreten. Die Frage ist, was passiert dann, was kommt dann? Also die einzige Hoffnung, die solche Gruppen haben, wie die Tibeter, die Uiguren, aber auch Hongkong, ist ja ein demokratischer Wandel in Peking. Also weniger würde ich sagen, Spiritualität kann vielleicht mit reinfallen, aber es geht letztlich um Politik. Ein demokratischer Wandel in Peking. Ich bin nicht sehr optimistisch. Ich glaube nicht, dass die Kommunistische Partei noch viele Jahre hat. Die wird irgendwann als Fassade, die Fassade, ich meine, das ist so ein anachronistisches Ding, dieser ganze Marxismus und ja, der jetzt wieder rausgeht, das glaubt ja niemand in Wirklichkeit. Ja. Irgendwann werden diese Leute entscheiden, wir brauchen diese Fassade nicht mehr und wir können viel besser ohne diese Fassade Kommunistische Partei weitermachen. Aber das heißt ja nicht, dass eben die Machtgruppen dahinter nicht mehr da sind. Ja. Das Militär, die Geheimdienste, die Oligarchien, ja. Und ich sehe eher, ehrlich gesagt, ich sehe da nicht den Ausbruch der Demokratie, wenn die Kommunistische Partei mal nicht mehr da ist. Ich sehe dann so ein russisches Modell. Das ist meine pessimistische Einschätzung zum einen. Und wenn ich nur noch einen Satz zur Schweiz sagen darf, weil ich das vorher noch vergessen habe, so mein Beobacht. Also erstens mal, die Schweiz ist nicht die einzige, die naiv ist. Alle waren naiv und gierig. Ja. Die Deutschen eingeschlossen. Was ich mir aber nicht als Deutscher, sondern als Europäer, und ich sage nicht EU-Bürger, sondern ich sage Europäer, was ich mir von der Schweiz wünschen würde, wäre tatsächlich mehr europäisches Bewusstsein. Und ich würde mir wünschen, dass diese Herausforderung China dazu führt, dass die Schweiz erkennt, es geht nicht mehr allein. Herr Sack, du hast das letzte Wort. Ich habe dieses letzte Wort gebeten, weil Herr Polliner hat die Ein-China-Politik angesprochen und dass in Tibet, Xinjiang und so, dass es eigentlich keine Grundlage gibt, sie als zu China gehörig zu betrachten. Vor allem zum Beispiel vor dem Hintergrund, Schweiz ist eine der ersten Länder, 1950 im Januar, Februar, hat die Volksrepublik China anerkannt. Und viele westliche Regierungen erst später. Aber es gibt westliche Regierungen, die sagen, ja, Tibet hat mit China den 17-Punkte-Vertrag abgeschlossen zur friedlichen Befreiung von Tibet, wo Tibet ein Teil von Volksrepublik China wurde. Nun, dieser Vertrag wurde erst am 23. Mai 1951 unterzeichnet. Also die Schweiz, als die Schweiz die Volksrepublik China anerkannte, war Tibet nicht ein Teil von der Volksrepublik. Das ist vielleicht, wenn Sie mehr recherchieren und so, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und der andere Punkt, das darf ich sagen, was ich ganz wichtig finde in der Menschenrechtspolitik bei westlichen Regierungen ist, da ist der Fokus nur auf die Zusammenarbeit und das Gespräch mit der Regierung. Und es werden die Demokratieaktivisten, Menschenrechtsaktivisten, die in diesen Ländern haben, total vernachlässigt oder wird keinerlei Beachtung geschenkt. Und letztendlich sind es diese Demokratieaktivisten, die China verändert werden.
Und deshalb, jede Regierung muss jedes Statement, jede Initiative in Bezug auf China überlegen, wie wird dieses Statement, diese Initiative auf die Menschen dort, die für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte arbeiten, auswirken. Werden sie gestärkt, schöpfen sie mehr Mut und Hoffnung, werden sie dadurch eben gestärkt, oder wirkt dieses Nachricht auf diese Bewegung oder Kräfte nachträglich aus? Werden sie dadurch geschwächt, entmutigt? Da müsste man wirklich mehr Aufmerksamkeit schenken. Vielen herzlichen Dank an die Podiumsteilnehmer. Es war mir eine große Freude. Ich möchte das Wort gerne an Thomas weitergeben für die Danksagung. Ja, das ist ein Muss natürlich nach dieser sehr interessanten, engagierten Runde, die uns durch die Engagierten, durch die betroffenen Voten sehr viele Einsichten gebracht hat. Jetzt möchten wir gerne die einzelnen Referenten, ich darf jetzt nur Referenten sagen, mit einem kleinen Geschenk beehren. Das beinhaltet einen Tee, Nicht aus China? einen Nicht-China-Tee und eine Tasche mit freiem Tibet in etwa 100 verschiedenen Sprachen. Also da kann man sich wirklich aktiv betätigen. Also bitte. Natürlich mit der obligaten. Ja, und jetzt werden natürlich auch Sie belohnt, meine lieben Gäste. Die Tibeter Gemeinschaft, Sektion Bern, hat für Sie einen tibetischen Apero vorbereitet. Es gibt Chapale. Chapale heißt eigentlich mit Fleischfüllung, aber es gibt Chapale mit Gemüse drin. Also es kommen alle auf ihre Rechnung. Mit Tee, mit Buttertee hat es auch. Also ich lade Sie herzlich ein, bevor Sie auf den Zug rennen, sich noch hier zu verpflegen. Vielen Dank für alle Referenten.